Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr ein XXL Kinderparadiso ganz einfach zu Hause selber machen könnt. Als erstes für den Biskuitteig 3 Eier, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und 25 Milliliter Milch in eine Rührschüssel geben und dann mit einem Mixer oder einer Küchenmaschine für 3 bis 4 Minuten richtig schön schaumig schlagen. Wenn das erledigt ist, die Schale einer Bio-Zitrone fein abreiben und außerdem die trockenen Zutaten dazugeben: 75 Gramm Mehl, 50 Gramm Speisestärke und einen gehäuften Teelöffel Backpulver. Einfach durch ein feines Sieb zum Teig sieben und dann mit einem Schneebesen vorsichtig unterheben, bis daraus ein glatter und luftiger Teig entstanden ist. Anschließend ein Backblech mit Backpapier auslegen, einen Backrahmen mit den Maßen 25 x 20 cm darauf platzieren, dann den Teig auf das vorbereitete Backblech gießen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 15 Minuten backen, den fertigen Biskuit anschließend aus dem Ofen holen, komplett abkühlen lassen, dann mit einem stumpfen Messer die Ränder des Backrahmens entlangfahren, den Backrahmen entfernen und den Teig vorsichtig auf ein sauberes Küchentuch stürzen. Jetzt müssen wir nur noch das Backpapier abziehen, den Biskuit anschließend mit einem Messer mittig halbieren und wenn das erledigt ist, kümmern wir uns um die Milchcreme. Das geht super schnell. 200 Gramm Mascarpone, 50 Gramm Puderzucker, 200 Milliliter Sahne und ein Päckchen Sahnefest in eine Rührschüssel geben und dann mit einem Mixer für 1 bis 2 Minuten steif schlagen. Danach können wir das Kinderparadiso zusammenbauen. Dafür eine Biskuitplatte auf ein Küchenbrett legen, jetzt die Creme gleichmäßig auf dem Biskuit verstreichen, für die Ränder bzw. damit nichts an den Seiten übersteht, eventuell mit einer Teigkarte gegenhalten und dann die zweite Biskuitplatte vorsichtig auf der Creme andrücken. Zum Schluss fehlt nur noch die Puderzuckerschicht on top. Und so können wir das XXL Kinderparadiso servieren. Hier nochmal ein Original daneben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.